Am 4. September 1995 haben wir die erste WCW Monday Nitro Ausgabe gesehen und WCW Monday Nitro hat ein Vermächtnis hinterlassen, das das Wrestling nachhaltig geprägt hat und es für immer verändert hat und so geformt hat, wie es auch weltweit heutzutage ist. Und deshalb möchte ich heute gemeinsam mit euch auf die Entstehung der ersten Monday Nitro Ausgabe blicken. Ein sehr emotionales Thema und deshalb freue ich mich, das Ganze mit euch heute zu teilen. Deshalb fackeln wir nicht lange, wir steigen in den DeLorean für unsere Zeitmaschine und es heißt Intro ab! Ich grüße euch, schön, dass ihr dabei seid. Freut mich, dass ihr hier auf meinem Channel reinschaut für dieses besondere Thema. Die Geschichte von WCW Monday Nitro ist eine Geschichte voller Missverständnisse. So könnten wir beginnen, nur das möchte ich natürlich nicht. Ich habe eine Menge Material da, was ich euch natürlich auch zeigen will und auch einbringen will. Es wurde viel natürlich auch über WCW Monday Nitro einfach gesprochen und auch dazu entwickelt. Ein Mann ist so quasi der wichtigste, wenn es um WCW Monday Nitro geht und das ist dieser Mann, Eazy-E Eric Bischoff und ich hatte ihn ja getroffen, das ist jetzt, ja, es war letztes Jahr, als ich ihn gesehen habe und das hat mich natürlich sehr gefreut. Er ist der Schöpfer von Monday Nitro und die Geschichte beginnt deshalb auch nicht erst am 4. September 1995, sondern eigentlich schon 2 Jahre vorher. Ich habe hier hinten Eazy-E auch. Das ist ja eigentlich zu seiner Raw General Manager Zeit da hinten, aber ja, also es beginnt im Jahr 1993, weil dann wurde Eric Bischoff quasi befördert in der WCW. Nicht in der WCW, sondern bei Turner. Also es sind viele Begrifflichkeiten, die auch so miteinander vermischt werden. Die WCW war im Endeffekt eine Division, eine Abteilung innerhalb des Turner-Konzerns und damals war eben auch noch Ted Turner, auch danach natürlich benannt, der Besitzer des Unternehmens, der Gründer des Unternehmens und auch der Verantwortliche des Unternehmens, was ja dann in der Geschichte eine sehr, sehr wichtige Rolle spielte. Und Eric Bischoff war, wie er selber gesagt hat, C-Squad Announcer, also ein C-Announcer, also ein C-Team Announcer zu der Zeit und wurde zu dem Zeitpunkt 1993 befördert zum Executive Producer. Also er war nicht direkt der Boss, was viele da auch immer annehmen und auch gleich schließen als Executive Producer, bist du eben. Ich bin selber Producer. Als TV-Producer kann ich da ziemlich mitempfinden, was Eric Bischoff auch sagt und auch im Gespräch dann stützt, dass es einfach damit zusammenhängt, du bist dafür verantwortlich, vor allem als Executive Producer, wie das Ganze aussieht, wie das Bild aussieht, wie die Sendung produziert wird, welches Tempo die Sendung annimmt, wie vielleicht auch Segmente einzeln gesetzt werden und er hat auch einzelne Dinge verändert in dem Sinne, als WCW Worldwide quasi entwickelt wurde in den MGM bzw. in den Disney Studios von Orlando, das hat dem Ganzen einen neuen Look verpasst, weil du als Producer ein neues Set haben willst für deine Show und auch neue Zuschauer. Du hattest ja auch frische Zuschauer in der Art, weil die Besucher des Themenparks, ich grüße, es ist immer wieder, wenn ich anfange, lieber Slaughter, du warst es, dass es losgeht. Das hört ja gar nicht mehr auf. So wie die Sirenen hier losgehen, war es auch da, dass etwas Neues einfach begann. Und Eric Bischoff hat einige Neuerungen in seiner Form als Executive Producer eben auch forciert. Und das ist das Wichtige, wo es um die Erscheinungsbild des TV-Produktes geht. Denn das ist erstmal deine Funktion. Er war nicht kreativ. Er war sogar sehr, sehr spät in den Jahren dann auch als Kreativer tatsächlich erst sehr im operativen Geschäft drin. Das war zu dem Zeitpunkt 93 nicht. Und die weitere Entwicklung, die wichtig war, eben hinführend zu WCW Monday Nitro, war natürlich dann die Verpflichtung von Hulk Hogan im Jahr 1994. Auch die wurde damals bei WCW Worldwide ja groß, beziehungsweise auch WCW Saturday Night. Das war die Nummer 1 Show in der WCW. 6:05, also 18:05 wurde die damals samstags gezeigt.
Das war traditionell auch damals von Georgia Championship Wrestling, was ja quasi mit übernommen wurde, und Jim Crockett Promotions, was sich alles so gesammelt hatte und dann aus diesem NWA-Pool dann von Turner gekauft wurde im Jahr 1988, wodurch dann offiziell die WCW als Unternehmen ja entstand. Und 1994 wurde Hulk Hogan verpflichtet. Er war ein Jahr nicht mehr zu sehen. Er hatte seinen WWF-Titel, den Titel, den ihr hier seht, beim King of the Ring 93 an Yokozuna damals verloren und war nicht mehr bei WWE, weil WWE natürlich auch so einen Umschwung einfach damals vollzogen hatte. Die New Generation stand dann mehr im Mittelpunkt. Bret Hart, Shawn Michaels, Diesel, Kevin Nash waren die Leute, Razor Ramon, die vorneweg quasi als die Aushängeschilder auch der Undertaker natürlich dienten zu der Zeit. Und Hulk Hogan drehte zu der Zeit auch in Florida. Es war Thunder in Paradise. Ich fand die Serie im Übrigen geil. Und es ist wirklich, es gibt nur eine Staffel. Und als er das gedreht hatte, das waren so die ersten Folgen, da hat ein gewisser Ric Flair auch mit den Kontakt mit Eric Bischoff einfach gemacht, dass die beiden mal zueinander finden. Also Ric Flair war ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass Hulk Hogan überhaupt zur WCW damals kam. Und klar, Hulk Hogan hat einen finanziell sehr lukrativen Deal damals bekommen, der auch ihn gewisse Boni gewährt hat, wenn die Pay-Per-View-Verkäufe beziehungsweise wenn er bei Pay-Per-Views aufgetreten ist und die auch entsprechend eine gewisse Anzahl an Verkäufen auch hatten. Also es war für ihn ein sehr gutes Angebot. Gleichzeitig hat es der WCW sehr geholfen, weil die WCW dadurch ein gewisses also Eric Bischoff selber sagt, dadurch, dass Hulk Hogan in die WCW kam, war es leichter, das Produkt zu vermarkten. Andere Werbepartner, Advertiser, waren eher gesprächsbereit, wenn du Hulk Hogan auf deiner Seite hattest. Und das war eben sehr, sehr wichtig. Das ist einer der wichtigsten Punkte, warum die Verpflichtung von Hulk Hogan einfach so viel Bedeutung hat. Wir müssen immer, und das versuche ich auch in meinen Reviews, die ihr hier habt, deswegen freue ich mich, dass ihr auch immer dabei seid, ganzheitlich ein Wrestling-Unternehmen, deshalb das Unternehmen auch betrachten. Es ist nicht nur das Match. Deswegen sage ich es nicht, um einfach nur zu triggern und zu provozieren. Die Matches sind völlig egal. Und Sterne-Matches, die sind nicht alles. Matches spielen einen Teil einer Rolle in einem Gesamtkomplex. Und Wrestling finanziert sich eben, gerade jetzt könnt ihr es bei WWE sehen, es ist ein Aktienunternehmen, öffentliches Unternehmen, beziehungsweise TKO ist es, was da für Zahlen vermittelt werden, dass die B2B, also Business-to-Business-Einnahmen eigentlich sehr wichtig sind. Und genau in diesem Teil war ja die WCW ganz, ganz schwach. Und sie war auf die B2C, Business-to-Consumer oder Customer, die Customer von WCW waren wir quasi, die Tickets gekauft haben, waren so gering. Und du konntest keine Advertiser einfach generieren, weil das Produkt eher belächelt wurde. Hulk Hogan war da ein wichtiger Punkt. Du hast neue Werbepartner einfach generieren können, eine neue Aufmerksamkeit. Und diese Marke WCW, diese 3 Buchstaben WCW, haben einen anderen Anstrich einfach bekommen. Das hat sich anders angefühlt, wenn du das Ganze ausgesprochen hast und dann eben, das war Eric Bischoffs Aufgabe, das Produkt gesehen hast. Und da spielte eben die Präsentation eine Rolle. Die Unterzeichnung von Hulk Hogan mit diesen Fanfaren, der Parade auf diesem, es war ja ein rotes Auto, ne, auf der er dann da entlang gefahren ist in Orlando, Florida. Es passte alles einfach ins Bild. Und die WCW ist damit an einen Punkt gekommen, wo es nicht einfach ein Unternehmen war, das viel, viel Geld verloren hat, sondern an einen Punkt, wo es kurz davor war, tatsächlich Break-Even zu erreichen, also plus minus null oder gar eine schwarze Zahl zu schreiben. Schwarze Zahl heißt einfach, einen Gewinn zu erzielen. Auch das ist immer wichtig. Der eine oder andere, wenn ihr es im Wrestling lest oder einfach es sind keine Newsseiten, sondern Wrestling-Seiten einfach lest, wo dann von Einnahmen gesprochen wird. So und so viel wurde eingenommen. Ja, das mag ja sein.
wenn ich 10 Millionen, ich nenne irgendeine willkürliche Zahl, und ich nenne auch keine Liga, sondern es ist ja auch in der Vergangenheit gesagt worden, 10 Millionen wurde dadurch eingenommen. Okay, und was waren die Kosten gegenüber? Wenn die Kosten da gegenüber 8 Millionen waren, super, hast du 2 Millionen Gewinn gemacht. Das ist deine Marge quasi, die du hast. Natürlich noch abzüglich andere Dinge. Wenn du allerdings 10 Millionen Einnahmen hast und Kostenfaktor von 15 Millionen, hast du 5 Millionen Verlust gemacht. Das heißt, dieser eine Begriff hat überhaupt keine Aussage, sondern wenn ich lese, dass irgendwo nur das ist, bedeutet es A, dass derjenige, der schreibt, keine Ahnung hat von dem, was er macht, oder B, eine Fake News verbreiten will, ein Narrativ verbreiten will, weil er die eigentliche Wahrheit verstecken will. So, und die WCW war tatsächlich im Jahr 95 kurz davor, Break-Even zu erreichen. Break-Even heißt, dass dann das Unternehmen quasi bei plus minus null endlich kommt. Amazon als Beispiel hat, glaube ich, 20 Jahre gebraucht, bis es Break-Even erreicht. Nur das war kalkuliert, das war der Businessplan dahinter. Eric Bischoff hatte nicht so viele Jahre. Eric Bischoff hat immer mehr Macht auch bekommen, weil die Maßnahmen, die er strategisch eingesetzt hat als Executive Producer, eben innerhalb des Unternehmens dazu geführt haben, okay, das führt zu einem Erfolg, diese Verpflichtung, Hulk Hogan, führt zu einem geschäftlichen Erfolg. Also wirst du befördert. Und dann entstand quasi auch mit dem VP of Finance von Turner eine Wette, wo es dann hieß, wenn die WCW jemals $1 verdient, dann werde ich dir diesen $1 geben bei der Turner Weihnachtsfeier und ich werde auf die Knie gehen und ihn dir geben. Es steht, die Anekdote steht im Nitro Book. Ich habe es hier als PDF. Ich wollte euch einfach das iPad zeigen. Das ist natürlich relativ dämlich. Ich blende es lieber einfach ein. Und das war quasi auch ein bisschen der Anreiz. Eric Bischoff hat sich dadurch natürlich provoziert. Also was heißt provoziert? Da wollte er es jetzt wissen, dass er es dann auch endgültig schafft. Und auch Ted Turner hatte so ein bisschen Blut geleckt. Ted Turner hat ja zu der Zeit auch das Cartoon Network entwickelt, was auch so eine Geschichte ist. Okay, ich will eigentlich nur einen Sender, wo monothematisch nur alles läuft. Auch ein reiner News-Channel, der entstanden ist, was für uns quasi völlig normal ist, ein CNN zu haben oder in Deutschland die verschiedenen N24, NTVs, die es dann gab. Was normal erscheint, war eine Idee von Turner. Der sagte, Ted Turner, der ziemlich out of the box denkt und in der Art dann auch, beziehungsweise in der Position einfach war, es durchzusetzen. Weil es eben sein Sender war und er konnte machen, was er wollte. Und er hat natürlich auch gesehen, okay, die WCW gewinnt hier ein bisschen. Nur er hatte immer wieder so auch den Reiz, ich mag Wrestling, er mochte Wrestling persönlich sehr. Er war sogar einmal, nachdem die WCW gekauft wurde von Turner, vom Unternehmen Turner, war er ja auch einmal vor Ort und hat auch einmal gesagt, es müsste 91, 92 gewesen sein, wie sehr er an dieses Produkt auch glaubt. Und jetzt hatte er auch so gespielt, jetzt müssen wir irgendwas erreichen, um auch mit WWE zu konkurrieren. Weil WWE gerade im Jahr 95 sehr mit dieser eigenen Umstrukturierung zu kämpfen hatte. Diese erfolgreichen Jahre, die WWE hatte, mit Hulkmania, wie es quasi begann, 1984, dann WrestleMania 1, 1985, bis ins Jahr 92, 93 und da kam ja dann dieser Umbruch. Und dieser Umbruch, New Generation, hat nicht funktioniert. Die kreative Ausrichtung hat nicht funktioniert. Zuschauer sind verloren gegangen und dann sind einige Gesichter einfach bei der WCW aufgetaucht. Und diese Zuschauer, die quasi verloren gegangen sind bei WWE, waren hier. Nur es fehlte so etwas, wo man sie sammeln kann. Und Turner, die Idee ging von Turner aus, dass er in einem internen Memo schon Brad Siegel, der Verantwortlicher des Programms eben auch war und auch der verschiedenen Sender, natürlich auch von TNT, gesagt hat, ich will eine Wrestling-Sendung Primetime haben. So wie es WWE hatte seit 1993, seit Januar 1993 mit Monday Night Raw. Und Monday Night Raw lief 1 Stunde damals und das hatte halt Turner so den Reiz gehabt, weil er wusste mit den Timeslots, wo er war, nicht so wirklich. Außerdem habe ich jetzt schon den Sender TNT angesprochen und es gab den Sender TBS, wo die WCW ihre Heimat hatte, zum Beispiel mit
Saturday Night. Und der Unterschied dieser beiden Sender war, dass TNT sich selbst definiert hatte als Premium-Sender. Wir haben die höchsten Hollywood-Filme und da entsprechend ziehen wir ganz andere Werbepartner an. Und da haben wir nicht, oder wenn wir Live-Sportrechte haben, dann nur die hochklassigen Live-Sportrechte, sei es NBA oder NFL und so etwas. Das war die Ausgangssituation und TBS, intern wurde TBS durchaus belächelt, weil TBS hatte dann auch mal Nächte, wo nur Elvis Presley Filme gezeigt wurden oder Wiederholungen der Andy Griffith Show oder James Bond Filme wurden einfach wiederholt. Aber TNT war so Premium A-Klasse. Auch innerhalb des Unternehmens war TNT so das Aushängeschild. Und das ist die Ausgangsposition bei Turner gewesen. Gleichzeitig ein Riesenmedienunternehmen und der Gegenspieler von Ted Turner ist nicht Vince McMahon, Rupert Murdoch. Rupert Murdoch ebenfalls ein Medienmogul. Und Eric Bischoff hatte eine Idee. Wie kann er die WCW dazu bringen, dass er sie zu einer schwarzen Zahl bringt, dass sie das erste Mal überhaupt in ihrer Existenz Gewinn macht. Er wollte in China mit dem Star Channel einen Deal vereinbaren. Die Krux an der Geschichte, das gehörte Rupert Murdoch. Das heißt, er musste einen Pitch ausarbeiten und darauf hat er sich vorbereitet, nachdem Turner ein Meeting angesetzt war, bei dem er wusste, klar, er will Turner das Ganze pitchen. Und zwar so pitchen, dass er sagt, ja, ist Rupert Murdoch. Rupert Murdoch hat, beziehungsweise umgekehrt, Ted Turner hat Rupert Murdoch zum öffentlichen, ich glaube, es war ein Boxkampf. Also der wollte es wissen mit ihm. Den mochte er. Die mochten sich gar nicht. Und deswegen hatte Bischoff schon, das war schon sehr wagemutig. Um den Star-Deal jetzt natürlich einzutüten, brauchte Eric Bischoff die Erlaubnis und die Bestätigung von Ted Turner. Also bat er Scott Sasser, auch einen der Executives, ein Meeting einzuberufen mit Ted Turner höchstpersönlich und Dr. Harvey Schiller, den Head of Turner Sports. Und dann fand dieses Meeting statt. Was eben Eric Bischoff nicht wusste, war, dass Scott Sasser und Harvey Schiller schon vorher informiert wurden durch dieses interne Memo von Ted Turner, was eigentlich sein Ziel war. Und Eric Bischoff, das war dann auch in der Monday Night War Doku zu sehen, wie er es wiedergegeben hat, wie es für ihn passiert ist, dass er da saß und seinen Pitch quasi gemacht hat und Ted Turner hat darauf nicht so wirklich reagiert, denn er hatte eine andere Idee, er hat gesagt, hey Eric, was müssen wir machen, um mit WWE zu konkurrieren? Und dann hat er einfach von sich aus gesagt, ich brauche eine Live-Show während der Primetime. Und da hat Ted Turner Scott Sasser gesagt, er bekommt jeden Montag eine Stunde live auf TNT. Und so beginnt die Geschichte von WCW Monday Nitro. Jetzt geht's natürlich nicht so einfach. Ich mache mal jetzt eben eine Wrestling-Show und dann läuft das Ganze von alleine und es wird ein Erfolg. Es ist dann eben eine Frage von Timing und Eric Bischoff, was seine ursprüngliche Aufgabe war, der Look eben von WCW Monday Nitro und das ursprüngliche Zuhause, dass es dann eben auch TNT wurde, war nicht selbstverständlich. Der ursprüngliche Gedanke war durchaus, weil die Heads beziehungsweise die Verantwortlichen, das Management von Turner, wollte schon ganz gerne, dass diese WCW-Show Primetime auf TBS läuft und nicht auf TNT. Ich habe vorhin den Unterschied gesagt, was TNT eigentlich repräsentieren sollte. Es gab einfach eine Problematik, dass nämlich am Montag schon mit Live-Sport Baseball teilweise programmiert war in der Vergangenheit und auch wieder sollte. Das heißt, es wäre kollidiert. Und WCW bzw. Wrestling läuft 52 Wochen im Jahr. Das ist ja das Besondere an Wrestling. Und während dieser ganzen Diskussion hat dann Ted Turner einfach das Ganze bestimmt.
Das ist eben auch Ted Turner. Ted Turner ist einer, wirklich ein Head-Off oder ein Leiter, einer, der ganz oben ist, der dann einfach die Entscheidung selber trifft und nicht lange mehr drüber nachdenkt. So wie ich das mit dem Beispiel in dieser Sender soll stattfinden. Da, dieses Risiko, das gehen wir jetzt ein. Das machen wir. Klare Linie und das wird nicht in Meetings totgequatscht. Natürlich haben Leute auch Bedenken und auch berechtigte Bedenken, weil wer soll denken, dass eine völlig unbekannte Sendung funktionieren soll? Dann kommt's wieder Nitro. Ich gehe mal im Rund. Klar, also ihr kennt das Logo und dann unten, wo diese Kurve ist, da war das TNT-Logo eben auch drinne. Warum heißt es Nitro? Gerne wird da gesagt, ja, das liegt ja nur daran wegen WCW Nitro und Monday Night Raw, das ist sehr ähnlich. Es gab ganz einfach schon eine Programmlinie, eine Programmfarbe, die schon am Sonntag auf TNT schon lief, nämlich Sunday Nitro. Und das waren Footballspiele, die einfach liefen. Und um dem Ganzen treu zu bleiben und dieser Begrifflichkeit treu zu bleiben, ist dieser Begriff WCW Monday Nitro entstanden. Also um das noch einmal aufzuklären, ist natürlich auch nachvollziehbar, einfach in den Programmen, wie es in der Vergangenheit einfach da auch hieß. Das heißt, diese Programmreihe wurde in dem Sinne im Sport, denn das Wrestling ist kein Sport, wird jedoch als Live-Sport vermarktet und im Fernsehen präsentiert. Also wurde diese Linie einfach behalten. Und das war das Ergebnis, wie es zu WCW Monday Nitro kam. Das berühmte Opening ist auch so eine Sache. Ich liebe dieses erste Opening einfach. Es war diese Straße, wo diese Flamme ging und dann explodiert alles zwischen den Gebäuden und es taucht dieses Logo WCW Monday Nitro auf. Das war die Ursprungsidee und es war dann auch es soll nicht Atlanta sein, es soll nicht die Heimat sein von Turner und des Unternehmens, sondern wie es so schön, every town USA. Also es soll dann zu sehen, als könnte jede Stadt einfach sein, die größte Stadt und damit du es nicht auf etwas Bestimmtes dann reduzieren kannst. Wo sollte es gedreht werden? Die Idee war dann natürlich in Orlando das Ganze zu drehen, weil dort ein Set einfach stand auf den MGM-Studiogelände, das einfach eine Skyline dort hatte, die der von New York bzw. von Manhattan selber sehr, sehr ähnlich war und dort sollte das Ganze stattfinden. Jedoch stand die einfach nicht mehr. Die waren nicht mehr da und sie mussten, wie war die ganze, es wurde eine Frage gestellt und Eric Bischoff saß dann Tag und Nacht bei sich zu Hause auf einem Notizblock und hat verschiedene Dinge aufgeschrieben, die gemacht werden sollten. Er wurde einmal sehr, sehr spät abends angerufen. Ja, was machen wir denn jetzt, wenn das nicht wenn das Set nicht mehr steht? Wir müssen etwas Neues jetzt selber machen und das würde $50.000 kosten. Und seine Antwort war, sieht's danach immer noch cool aus? Damit war die Antwort gegeben, es muss so gemacht werden. Und so ist das WCW Monday Nitro Intro dann auch entstanden. Und natürlich auch dieses Explosive ist dann später im Übrigen beim Raw is War Intro 1997 auch sehr übernommen worden. Das dürfen wir natürlich auch sagen. Wieder, was WCW gemacht hat, wurde eben mit übernommen. So, und ich habe jetzt schon gerade angedeutet, Eric Bischoff war der mit seinem Notizblock, damals nicht mit dem Laptop oder so, sondern sich überlegt hat, was mache ich? Und da prägt er einen Satz, den er auch mir damals beim Treffen, wo habe ich das Foto hingelegt, hier, zeige ich es immer wieder voller Freude, auch gesagt hat. Ich konnte nicht viel mit ihm quatschen, aber das ist schön, mit ihm das zu sagen, was sehr wichtig ist und was ich auch für mich behalten habe und auch gerne immer wieder ansetze oder wenn ihr einen Podcast von ihm hört, auch immer wieder hört. When you're less than and you cannot be better than, try to be different than. Also wenn du nicht besser sein kannst, wenn du dabei schlechter bist, wenn du genau dasselbe machst, dann versuch different than, versuch anders zu sein. Und dabei half ihm auch, er hat eine Auswertung bzw. eine Zuschauerumfrage, was Wrestling-Fans an Wrestling eigentlich gefällt bekommen. Und er hat selber gesagt, die hat ihn einfach fasziniert. Die war ein sehr, sehr wichtiger Faktor, die, glaube ich, in der Geschichte auch gar nicht so groß dann besprochen wurde.
die ihn inspiriert hat, wo er dann immer dachte, diese typischen Beispiele, die wir immer hören, ist, okay, WWE macht eher Cartoon-Style, also versuche ich realer zu sein. Hier ist eine aufgezeichnete Sendung, wir sind live. Was in dieser Auswertung noch gekommen ist, in der Zuschauerauswertung, die er hatte, war unter anderem, dass diese über die Zeit und über die Jahre, wir reden vom Jahr 1995, nochmal von 84 bis 95, das war 11 Jahre, wo WWE einfach sehr, sehr präsent im nationalen Fernsehen war und auch dieser Stil irgendwann verbraucht war. Da haben die Fans gesagt, so diese klassischen Squash-Matches zur Etablierung, die wir hatten, der großen Superstars, die gefällt uns nicht wirklich. Wir wollen auch ein bisschen Überraschungsfaktor haben. Wir wollen öfter Stars gegen Stars einfach sehen. Das existierte ja damals nicht. Es existierte schon, nur war es dann immer so mal. Und bei so Ausgaben wie WWF Superstars damals, beziehungsweise Wrestling Challenge oder auch Raw, da war es schon ein bisschen mehr, nur war es dann immer nur der Main Event. Und dazwischen waren es dann Matches, wo du wusstest, was passiert. Es war relativ wenig es war ein zu geringer Überraschungsfaktor einfach mit bei. Und das hat Eric Bischoff aufgestoßen. Und er war damals sehr, sehr motiviert. Und dann ist dadurch bei ihm in seinem eigenen Brainstorming entstanden. Das heißt, ich muss diese Formel sprengen. Das war nämlich noch was. Keine Squash-Matches. Ich muss Stars gegen Stars machen. Und Überraschung. Okay, das heißt, es muss immer wieder was passieren, was völlig unerwartet ist. Und was unerwartet ist, das hat dann bei der ersten WCW Monday Nitro Ausgabe eben auch funktioniert, nämlich das vollkommen Unerwartete. Es war quasi wie ein Schicksalsschlag, weil der Vertrag von Lex Luger bei WWE auslief. Und der beste Freund von Lex Luger ist Sting. Sting wusste das und Sting, wie ein Mittelsmann quasi, hat also Lex Luger, der Vertrag läuft übrigens aus. Und Lex Luger war ja bei der WCW, er ist bei der WCW groß geworden. Das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn immer vom Wechseln gesprochen wird. Und Lex Luger war durchaus unzufrieden, jedoch in einer durchaus guten Position, auch finanziell guten Position. Und er war auch in einer sehr, sehr starken finanziellen Position. Ich meine, er war davor WCW World Heavyweight Champion gewesen, noch im Jahr 1991, 92. Er war einer der Horsemen. Er stand im Starrcade Main Event 88 gegen Ric Flair. Also, Lex Luger war ein Riesenstar in der WCW. Alles nicht zu vergessen. Doch Eric Bischoff hatte, auch weil Lex Luger, das hat Lex Luger ja auch in der Vergangenheit oder beziehungsweise jetzt inzwischen in der Gegenwart gesagt, war sehr schwierig zu der Zeit. Und Eric Bischoff, weil er auch nicht sehr hoch damals einfach in der Rangordnung bei der WCW war, keine sehr positiven Erfahrungen gehabt, weil Lex Luger sehr von oben herab auf ihn gewirkt hat. Und er hat sich nicht drum gerissen, Lex Luger dann unter Vertrag zu nehmen. Und er hat gesagt, als Gefallen für Sting möchte ich das Ganze einfach machen. Ich unterbreite ihm zumindest ein Angebot. Es war kein sehr gutes Angebot, was Eric Bischoff selber zugibt. Zu seiner Überraschung hat Lex Luger das Ganze angenommen. Und das war einer dieser Überraschungsfaktoren. Und das war direkt einer der größten Überraschungsfaktoren im Vorfeld zu WCW Monday Nitro und der ersten Ausgabe, weil Lex Luger war eine Woche vor Monday Nitro noch im SummerSlam Main Event und hat dort eingegriffen. Er stand nicht im Match, hat jedoch eingegriffen im SummerSlam Main Event. Da war es zwischen Diesel und King Mabel. Und er war nicht Teil des Royal Plans von King Mabel, womit so ein bisschen gespielt wurde, und ist dann noch danach angetreten. Das heißt, 8 Tage vorher stand er noch in einem WWE-Ring. Und sein Vertrag war ausgelaufen. Und das ist das war halt komplett, ist der WWE dann nicht, also es ist quasi nicht groß aufgefallen. Lex Luger hat es auch nicht groß kommuniziert. Und Eric Bischoff hat alles dran gesetzt. Er hat Lex Luger wirklich auch sehr unter Druck gesetzt. Die Verhandlungen, die dann geführt wurden, die waren quasi bei Sting noch. Und er hat relativ deutlich gesagt, wenn da irgendwas liegt, wenn da irgendetwas rauskommt, wenn jemand erfährt, dass du in derselben Stadt bist bei dem Ganzen, dann ist der Deal vom Tisch. Und diese Position hatte Eric Bischoff relativ klar gemacht. Und
Es ist nichts rausgekommen und plötzlich stand Lex Luger im zweiten Match, kurz vor Beginn des Matches Sting gegen Ric Flair, im Eingang. Und das war direkt so eine Sensation, die auch gezeigt hat, hier passiert was völlig anderes bei WCW Monday Nitro. Und das hat auch den Tenor gesetzt. Was auch ganz wichtig war, die erste Nitro-Ausgabe war ideal getimed, weil an dem Montag, an dem 4. September 1995, fand kein Raw statt zu seiner Zeit, weil die US Open einfach waren und die US Open hatten Vorrang gegenüber Raw. Das heißt, Nitro hatte keine Wrestling-Konkurrenz. Das heißt auch wieder, dass Leute, die es gewohnt waren, montags in den USA einfach Wrestling zu schauen, mal aus Neugierde rüber gucken. Nicht nur die klassischen WCW-Fans. Und das hat sofort nochmal doppeltes Interesse einfach erzeugt. Das erste Rating war dann so, wie es nicht zu erwarten war und war gleich auf einem Niveau mit Raw. Und somit war gleich gesetzt mit dieser ersten Aufgabe. Hier passiert etwas ganz Spezielles, etwas ganz Besonderes und Monday Nitro ist eben nicht irgendeine Sendung, es ist nicht Primetime Wrestling oder WCW Prime hieß es. Primetime Wrestling war dann bei WWE oder eine neue Worldwide Ausgabe. Sondern das war wie ein Mini-Pay-Per-View. 45 Minuten, also eine Stunde Show wegen der Werbepausen. Natürlich, sonst finanzieren die sich ja nicht. Darüber hatten wir jetzt ja auch gesprochen. Und es war ein anderes Erlebnis. Es ging schon damit los. Es war in der Mall of America in Minnesota. Und was da der Hintergedanke einfach auf war, Eric Bischoff hat relativ klar gesagt, ich war mir nicht sicher, ob wir die erste Ausgabe einfach genug Tickets verkaufen. Und dort hast du Laufkundschaft. Du hast Publikum, die neugierig einfach gucken und das geht dann auch noch so hoch. Du kannst einen wunderschönen Camera-Shot einfach machen und dieses Bild, das du hast, ist eine tolle Eröffnung. Der Producer wieder in ihm, nicht wahr? Das, was da noch wichtig ist, hat er da ausgespielt und das war das erste Bild, das wir hatten. Ich fand es interessant, die Ringmatte hatte nicht dieses große WCW-Logo drauf, wie wir es kannten. Es war einmal irgendeine alte Ringmatte, die war sogar noch dreckig. Das konnte man sehen. Und die Show startete und das Besondere da wieder, wir sprechen immer different than, Überraschungsmoment. Es war nicht Tony Schiavone, der eigentlich der WCW-Stammkommentator, Stamm-Play-by-Play-Kommentator war, der selber dort am Kommentatorenpult saß, sondern Eric Bischoff höchstpersönlich. Weil er auch von sich sagt, er war vielleicht nicht der bessere Kommentator als Tony Schiavone, nur all das, was er machen wollte, diese Vision konnte nur er selber. Und aufgrund Dinge, die er später auch gemacht hat, die konnte er musste all den Hass, der dadurch auch entstehen würde oder was auch immer ist, da wollte er selber dran sein. Und entgegen anderslaufender Mythen hat er auch gesagt, wer hat denn so einen Blödsinn gesagt, dass unterm Tisch seines Puls Raw parallel lief? Nein, natürlich nicht. Jetzt kommt, ja, aber in der Regie. Leute, ich sitze jeden Tag in einer Live-Regie. Es ist völlig normal, dass du musst andere Sender parallel laufen lassen. Wenn ihr in einem Sportsender sitzt, dann läuft natürlich das Programm des anderen. Egal wer es ist, parallel. Nur du entscheidest dann nicht so innerhalb von 10 Sekunden, oh, jetzt schalte ich schnell in die Werbung. So funktioniert ja nicht Regiearbeit. Doch du hast es immer und dann kannst du draufblicken. Es ist wirklich so, ich habe meinen Monitor als Producer in der Regie und ich gucke und ich sehe natürlich, okay, die sind jetzt gerade in der Richtung. Dann kannst du vielleicht natürlich live in diese Richtung noch einmal gehen. Oder beziehungsweise in eine andere Richtung entwickeln oder siehst, oh, das ist eine Parallele zu dem, die wir haben. Doch du hast deine volle Konzentration auf dein eigenes Fernsehprogramm. Das sagen wirklich, das haben diese ganzen Sheets und Leute damals, das war damals in den USA vermittelt und wenn ich die Sachen jetzt auch im Nachhinein lese, weiß ich so, oh Leute, ihr habt nie im Fernsehen gearbeitet. Das ist schon harter Tobak und peinlich, was da drin steht. Wirklich, wirklich peinlich. Und auch sehr, sehr, also da war eine Menge Fantasie auf jeden Fall im Spiel. Fantasie kannst du halt entwickeln, wenn du nie den Job gemacht hast. Da entstehen dann irgendwelche seltsamen Verschwörungstheorien. Und
Natürlich, Eric Bischoff hat damit immer ein bisschen gespielt, ist natürlich auch wahr, weil er provoziert hat und deswegen wollte er selber Kommentator sein. Plus, es sollte dieses sportliche Feeling mit reinkommen. Wer war noch Kommentator? Steve Mongo McMichael, natürlich bekannt als Super Bowl-Sieger. Und deshalb wurde er mit reingeholt. Und Steve McMichael war zufälligerweise auch bei WrestleMania 11 bei WWE. Wollen wir nicht ganz unterschlagen, dass das ein wichtiger Faktor einfach war. Und Bobby Heenan natürlich ist in meinen Augen der beste Color Commentator, wenn nicht gar Kommentator überhaupt, den es gibt. Für mich Bobby Heenan ganz, ganz weit. Da müsste ich eigentlich auch mal ein Ranking machen. Also ich bringe auch gerne in meinen Kommentar immer mal wieder eine Hommage an Bobby Heenan. Ich glaube, wenn Leute irgendwo Sachen hören und denken, hä, das habe ich doch irgendwo mal bei WCW-Shows gehört oder bei alten WWE-Shows von Bobby Heenan. Ja, das ist meine Hommage, die ich dann auch bringe. Das darf nicht fehlen und das gebe ich auch offen zu, dass ich mich von solchen Dingen auch sehr inspirieren lasse, was Bobby Heenan gemacht hat. Das war das Kommentatorenteam bei WCW Monday Nitro, was eben eine wichtige Rolle und wieder different than mit dem Ganzen. Der Start. Wir haben diesen Eröffnungsshot gesehen, was schon mal komplett anders aussah. Es gab nicht mal eine Entrance Stage, weil es eben in einem Einkaufszentrum in einer Mall war. Die kam ja einfach raus. Und Eröffnung war damals mit dem Match Brian Pillman bzw. Flying Brian gegen Jushin Thunder Liger. Es war ein Match, das so in der Art eher ein Pay-Per-View-Match war und auch vom Stil nicht so wirklich in Amerika groß bekannt war und groß promoted war. Natürlich hatten die beiden ein Match bei Super Brawl 2 gehabt, wo sie schon gezeigt haben, auf welche Art und Weise sie im Ring ein Match abliefern und interagieren. Und das war schon auf TV sehr gemacht, weil sehr gestrafft und es war sehr viel Action. Dann merkt ihr mittendrin diese Heat-Phase, die du auch in einem Match einfach brauchst. Holst du den Zuschauer ein bisschen runter, live auch, damit du, da sind wir wieder bei dem, was ich bei den letzten beiden SmackDown-Reviews gesagt habe. Bei der Gestaltung einer Fernsehshow ist es auch wie in einem Match. Du startest hoch und dann gehst du kurz runter, damit du dann noch höher kannst, denn du kannst nicht stetig steigern. Es funktioniert nicht, weil wenn du es versuchst, irgendwann ist das Energielevel weg, bumm, und du krachst richtig drunter. Deswegen musst du eine Steigerung immer so machen. Ist auch wie in einer Beziehung oder wenn du Dates machst. Du kannst nicht immer die geilsten Dates, weil irgendwann kannst du dich nicht überbieten. Bumm, und dann ist das ganz vorbei. Du musst mal was Geiles, dann lässt du es so ein bisschen, dann hast du ein paar entspannte Dinger, dann hast du wieder was Tolles, dann geht's wieder so leicht runter. Und das ist die Psychologie dahinter. Ich weiß nicht, ob es clever war, dass ich das gerade so gesagt habe. Aber das spielt eben mit eine Rolle beim Ganzen. Und dann war eben das zweite Match angesprochen. Der Auftritt von Lex Luger, bevor das Match um den United States Champion Titel von Sting losging gegen Ric Flair. Und das ist natürlich ein Evergreen in der WCW-Geschichte und hat natürlich auch einmal eine Klammer gesetzt mit der letzten WCW Monday Nitro Ausgabe im Jahr 2001. Weil das ja das letzte Match einfach damals war. Und das sind die beiden Urgesteine einfach der WCW, die beiden Gesichter, das Herz und die Seele der WCW, Sting und Ric Flair. Und deswegen war dieses Match auch einfach wichtig, weil du bekannte Gesichter mit in diese Sendung reingesetzt hast, die die Zuschauer da auch brauchen und auch Zuschauer, die vielleicht nicht regelmäßig die WCW schauen. Denn du wusstest, bei einer ersten Show weißt du, da ist du hast immer mehr Zuschauer als sonst, weil die Neugier einfach so groß ist. Und durch diese ganzen Änderungen, die Eric Bischoff gemacht hat und dieser andere Auftritt, dieses erste Match, das schon anders war, beziehungsweise was im Vorfeld schon alles gezeigt wurde, dadurch hattest du erreicht, dass das Interesse durchaus groß war. Ne? Hattest dieses Match, dann die Überraschung mit Lex Luger. Was passiert denn hier? Hulk Hogan hat einen Auftritt gehabt und hat sein Pastamania beworben. Ich glaube, es gab nur einen Ort, wo du es kaufen konntest und das war eben in Minnesota. Pastamania Running Wild. Ich habe keine Ahnung, nie sowas gegessen und schade eigentlich. Das heißt, du hast diesen Star auch noch einmal gezeigt. Plus, du hattest Backstage-Promos von neuen Gesichtern. VK Wall Street war auch vorher in der WCW, natürlich kurz davor als IRS bei WWE.
Und da hast du das erste Mal gemerkt, wie richtig offenkundig so der Poking the Bear, wie immer wieder darauf angespielt wurde in diesem Promo. Wenn ihr das hört, das ist völlig neuartig. Was heute normal ist, wo du so Shoot-Anteile hast oder reale Teile einfach mit einbaust. Das war schon so ein bisschen, okay, was passiert hier? Und er war VK, klar, das Spielen ging die ganze Zeit mit Namen hin und her, wegen Vincent Kennedy McMahon. Hatten wir vorher WCW als der Chefbooker in der WCW, Dusty Rhodes war mit realem bürgerlichen Namen Virgil Runnels, tauchte plötzlich als Butler von Ted DiBiase Virgil auf. Also das ist immer, und derselbe Virgil war dann bei der NWO. NWO habe ich übrigens an, nicht zu vergessen. Kopf aus dem Bild gehalten, sehr professionell war Landi. Und um das NWO-Logo reinzuhalten, er war dann Vincent in der NWO, wieder Anspielung darauf, ist im Wrestling so alt wie alles. Und ich habe es selber gemacht. Und wer es damals bei mir alles selber gemacht? Gebe ich zu. Weil manche reizt es halt und ich denke mir, okay, wenn es dich reizt, dann spiele ich damit auch. Und dann hattest du auch den Macho-Man Randy Savage gezeigt, Scott Norton als Neuankömmling ebenfalls gezeigt und vor allem im Chaos. Er hat die Kommentatoren unterbrochen und der Macho-Man hat sich ihm gestellt. Das heißt, du hast den nächsten großen Star gezeigt, ohne ihn in einem Match zu haben und es war einfach Chaos. So in diesem Extremfall und in dieser Taktung kanntest du es nicht. Du hattest sehr, sehr geringe Ruhephasen einfach dabei. Die waren im Match im Endeffekt, aber dazwischen war immer Highlife, was dort passierte. Und dann hattest du den Main Event. Hulk Hogan selber hatte sein Match gegen Big Bubba. Big Bubba gegen Hulk Hogan kannst du immer bringen. Sie hatten eine sehr lange Match-Serie als damals Ray Traylor, das ist ja Big Bubba bei WWE als Big Boss Member, und auch Big Bubba war bei der WCW ja, dort ist er ja auch groß geworden als Big Bubba Rogers einfach. Also es war auch für die immer eine Rückkehr mit, klar. Und das war auch wichtig, was damit eine Rolle gespielt hat bei der ganzen Geschichte. Und dann das Match, quasi ein Big Man Match, Hogan gewinnt es mit dem Big Boot, dem Leg Drop, und dann war die Show nicht vorbei. Denn dann ging es erst los. Der Dungeon of Doom, der berühmte Dungeon of Doom, griff dann natürlich noch ein und dann gab es endgültig die Konfrontation Hogan-Luger. Das heißt, wir haben Hogan, Lex Luger nicht nur gesehen, sondern im Ring. Und Mean Gene, so wie es sich gehört, Mean Gene ist einfach der beste Interviewer. Es gibt niemanden auch nur im Entferntesten, der diese Art von Mean Gene in einem Wrestling-Ring oder im Wrestling-Geschäft machen kann, wie er, wenn er Interviews führt, um diese Storys dann voranzutreiben. Nur er, auch von der Optik. Er ist perfekt, in allem perfekt. So ist es bei mir. Und keiner kann dem auch nur nahe kommen. Es ist fast schon traurig, dass keiner versucht, zumindest so wie er es zu machen, oder oder wenn sie es versuchen, grottengrausam einfach dann versuchen, wie Mean Gene dann zu wirken, und er ist genau der Richtige gewesen, und dann hast du diese ganzen Stars, diese ganzen Köpfe am Ende, und es ist nicht mit Match vorbei, alles Juhu, sondern Hogan Luger, wir haben nächste Woche ein Match. Und am Ende, Eric Bischoff sagt dem Zuschauer, was haben wir denn gesehen? Die schnellste Stunde im Wrestling, sie ist vorbei. Nächste Woche wieder dabei sein. Und das war die erste Ausgabe, die einfach ein großes Ausrufezeichen gesetzt hat. Eben davon profitiert hat, dass Monday Night Raw nicht parallel lief und sich das Ganze auch in dem Rating, ich glaube 2,5 Ratingpunkten war. Was im Endeffekt bedeutet, es ist damals also 5000 Haushalte sind es, von denen wird ausgewertet, sehr ähnlich wie in Deutschland, und das ist dann das Rating. Und 2,5 heißt, dass 2,5% der Fernsehzuschauer, und lass mich lügen, ein Ratingpunkt sind 955.000, repräsentieren 955.000 Haushalte in den USA. So wie das Nielsen-Rating damals ausgewertet wurde. Das war eine Zahl auf Raw-Niveau. Und das war eben das Besondere. Das heißt, es war vor allem ein Erfolg. Und damit standst du dann da. Und die WCW hat dann eben nicht nur eine erfolgreiche Sendung, sondern in seinen Elementen
sehr viel auf den Kopf gestellt von dem, was einfach die Jahre vorher als gegeben einfach galt im Wrestling. Und das ist das Vermächtnis der WCW. Dass das, was wir jetzt sehen und als selbstverständlich nehmen und wo ich auch einer bin, okay, jetzt brauchen wir eine Pause davon. Wir können nicht jedes Match Star gegen Star machen. Natürlich haben wir es so erzogen. Ich mag es jetzt auch wirklich, dieses mal Squash-Match mal etablieren. Warum etablieren? Das ist sein Finish. Das ist sein Vorbereitungsmove. Das sind seine Stärken. Das sind seine Schwächen. Er ist stärker als alle anderen. Das brauche ich inzwischen wieder, weil du kannst es bei einem Star gegen Star Match, wo alles ausgeglichen ist und jedes Match ist dann plötzlich 15, 20 Minuten. Großer Struggle. Dann weiß ich nicht, okay, selbst wenn er gewonnen hat, das Match, ist er jetzt wirklich ein Star? Das ist so für mich etwas, wo diese Formel überstrapaziert wurde. Dieses ganze Backstage, das wirklich es immer weiter ging. Hier bei der ersten Nitro-Ausgabe war es am Kommentatorenpult, dieses Chaos, was wir schon hatten. Aber das wirklich Backstage ging, hinter den Vorhang wahrhaftig, was jetzt völlig normal ist, womit wir ja quasi beginnen. Das war bei Nitro das erste Mal. Eric Bischoff hat noch einen draufgesetzt. Ich hatte es ja da angesprochen, als er Kommentator war. Ab der zweiten Sendung hat er die Ergebnisse von Raw einfach gesagt. Als bei der zweiten Nitro-Sendung Sting rausgekommen ist, wohl getimed, Sting, weil Sting wollen die Leute sehen, don't bother. Shawn besiegt den Großen mit dem Superkick. Also Shawn Michaels besiegt Sid, den Großen, mit dem Superkick und das, wenn du willst, und die Sendung wurde aufgezeichnet und wir sind live. Wieder ein Unterschied. Jetzt, wenn wir die Sendung sehen, sie sind live. Es gibt vielleicht eine oder zwei Ausgaben, meist an den Feiertagen, die nicht live ist oder wenn es weit ins Ausland geht, dann werden dann werden zwei aufgezeichnet. Das war früher anders. Und du hast das auch einfach nicht gemacht. Natürlich hattest du das Internet nicht in dieser Form, wo Leute, die im Publikum waren, es irgendwo einfach posten konnten. Dann gab es Kontakt und Mittelmänner zu irgendwelchen Seiten und dadurch ist es natürlich auch rausgekommen. Nur das Prinzip zum Beispiel auch der WCW, alleine das Worldwide-Prinzip, das war ja der Beginn von Eric Bischoff eigentlich. Er hat ja bis zu 10, 11 Wochen im Voraus Sachen aufgezeichnet. Da sind ja Leute auch rausgekommen, teilweise mit dem World Heavyweight Titel, die ihn gar nicht gewonnen haben dann im Nachhinein. Also das berühmte, als Sid einmal mit dem Titel rausgekommen ist und Sid war dann, nachdem es einen Zwischenfall mit Arn Anderson in England gab, mit einer Schere, dann gar nicht mehr bei der WCW. Also da hat er selber ja auch vieles umgestellt, was er gar nicht gemacht hat. Und wichtig war, was Nitro gemacht hat. Auch ich habe das mit dem Intro, wie das Intro von Raw sich verändert hat. WWE musste sich ganz extrem anpassen. Das berühmteste, was jeder weiß, ist, wie die Attitude-Ära entstanden ist. Und Attitude-Ära heißt nicht einfach nur, wow, das war jetzt alles härter und sonst was, sondern das ganze Format, die Struktur der Sendung wurde auf den Kopf gestellt. Und eigentlich wurde das, was Nitro gut gemacht hat, und womit Nitro dann den Vorteil sich gesichert hat und die berühmten 83 Wochen auch im Siegeszug quasi war und Raw bezwungen hat, das hat dann Raw besser gemacht als Nitro. Und deshalb ist Raw am Ende dann auch die erfolgreichere Show gewesen. Unter anderem, weil die WCW natürlich sehr interne Querelen und ein sehr hektisches Innenleben einfach hatte. Und Eric Bischoff auch sehr selbstsicher wurde und auch selbstverliebt und selbstsicher hast du einfach Fehler gemacht. Auch das kann er im Nachhinein sehr dann auch zugeben. Und die Entwicklung der WCW hat Thunder mitgebracht. Eine zweite Sendung, die dann auf TBS ebenfalls live erstmal lief, die im Januar direkt 98 dann auch startete. Was natürlich den Fokus so ein bisschen setzte. Nur auch da, WWE hatte Raw und dann nach Thunder, was donnerstags lief, kam donnerstags SmackDown im Jahr 99. Ein Jahr als Special und 1,5 Jahre dann regelmäßig später. Also das möchte ich einfach noch einmal sagen. Ich glaube, das weiß auch jeder, der hier ist und ich bin so dankbar, dass ihr auch dieses Video so lange dabei geblieben seid. Ich werde hier keine Bilder oder sonst was reinmachen, weil damit habe ich dann Schwierigkeiten, wenn ich Material einfach reinhaue. Ich weiß, das machen andere. Ich möchte euch einfach von da und von da, vom Kopf und von Herzen einfach erzählen, was das Ganze war.
einige Geschichten, einige Anekdoten einfach so auch mit nennen. Und ich freue mich auf eure Anekdoten, weil viele haben es einfach mitverfolgt. Und dieser Beginn in Deutschland war es natürlich auf dem DSF. WCW Monday Nitro! Werde ich nie vergessen, wie Nick Held es immer wieder gesagt hat. Nick Held ist ein großartiger Typ, großartiger Mensch. Ich habe mich sehr gefreut, ihn kennenzulernen. Wahrscheinlich sieht's nicht Nick Held, aber wenn es ihm irgendeiner sagt, Nick, danke für deine Hilfe und Unterstützung, die er mir auch gegeben hat. Und es ist sehr auch bei mir geblieben immer, wie er diese Eröffnung, diese energiereiche Eröffnung einfach gemacht hat. Es war nicht so, ja, hallo, wir sind jetzt da, sondern er ist immer mit Vollpower da reingegangen. Das hat es mir auch gegeben und auch das will ich immer euch geben, wenn ich SmackDown kommentiere oder jetzt mal sogar mal ein PLE kommentieren konnte, dass ich mit dieser Energie reingehe. Und wenn einer sagt, der laut und der schreit, ja, das mache ich. Das mache ich. Einfach daran, weil ich es damals immer gehört habe. WCW Monday Nitro. Und ich saß mit meinen Kumpels auf der Couch. Jawohl, jetzt geht's los. Und Nitro hat eben geprägt das ganze Wrestling-Geschäft, nicht nur WWE, sondern viele haben sich daran einfach auch viel abgeschaut. Nicht nur dieses Star gegen Star Matches, sondern auch, was ich von dem Promo mit VK Wall Street meinte, dass über Promos so, halt, hier passiert gerade irgendwas, was schon durchaus wahr hier gerade ist, oder? Das habe ich jetzt nicht so erwartet. Das ist das Besondere, viele besondere Dinge, auch diese überraschenden Wechsel, die haben ja nicht aufgehört. Das mit Medusa zum Beispiel, beziehungsweise Landra Blaze, die mit den WWE Women's Titel rüber zur WCW ging und den im Live-Fernsehen in Mülleimer geworfen hat, was sie sehr bereut hat natürlich, doch das war einer dieser Momente, die ganzen Monday Night War Geschichten, die wir erzählen. Die Entwicklung, nicht nur die NWO, sondern eben auch dann DX quasi. Das spielte alles miteinander. Und das entstand im Endeffekt alles durch die Entstehung dieser Sendung, dass ich hier als Cap noch einmal habe, WCW Monday Nitro. Und es war ein Brainchild, eine Entwicklung dieses Mannes, Eric Bischoff, der ein großes Risiko eingegangen ist. Ich hatte euch gesagt, wie die Ausgangssituation war. Er wollte eigentlich das Ganze anders machen und er wusste selber, der hätte richtig hinfliegen können und hat etwas geschaffen, das uns immer noch emotional sehr, sehr trifft. Auch, dass es eben vorbei ist natürlich. Und viele versuchen, die Geschichte nachzustellen, was auch absolut legitim ist. Nur du kannst nie dieses Original darstellen, wie es einmal war. Deswegen würde es auch nichts bringen in meinen Augen. Ich mache jetzt eine WCW auf, selbst wenn WWE alle Rechte hat, denn du würdest es immer damit vergleichen. Deswegen muss dieses Kapitel, so sehr es in uns auch unvollständig abgeschlossen ist, muss es so einfach bleiben. Und da sind wir wieder beim Beispiel. Es ist wie eine Beziehung, die du eigentlich nie abschließen wolltest, doch du weißt, es war schön die Zeit, nur du kannst nicht in diese Zeit zurückgehen und wir sind ja damit auch gewachsen. Und wir haben viel Schönes mitgenommen von WCW Monday Nitro, viele Erinnerungen. Ich freue mich jetzt, eure Erinnerungen zu lesen unten in den Kommentaren. Danke, dass ihr dieses Video dabei seid. Hat mir sehr am Herzen gelegen. Es war jetzt nicht das Jubiläum einfach, denn ich wollte aber nicht ein Jahr warten jetzt und sagen, ich mache das erst, wenn es 30 Jahre Jubiläum ist. Und ich kann nächstes Jahr andere Geschichten. Ich habe jetzt sehr im Vorfeld der Entwicklung gesagt, weil einfach auch viel über die Sendung selber, glaube ich, überall zu finden ist. Und ich möchte euch ja immer so einen kleinen Anreiz geben, den ihr vielleicht nicht kanntet. Ich empfehle euch sehr auch das Nitro-Book von Guy Evans. Sehr, sehr cooler Typ, der da auch sehr viel Energie, der viel weiter das Ganze auch ausgefahren mit der ganzen Geschichte einfach. Und deshalb verbleibe ich so, freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr natürlich diese schönen Shirts, die ich trage, haben möchtet im Euroshop, bekommt ihr unter dem Code WALANDI15 15% von mir an euch, damit ihr ein bisschen sparen könnt und dann was kriegt, sei es diese WCW-Mütze oder was, alles, was ihr im Euroshop seht, könnt ihr holen. Meine Shirts unter getshirts.de/WalandiZanti im SR Wrestling Shop oder Pro Wrestling Tees/WalandiZanti. Ich bin auf Spotify jetzt auch tatsächlich zu sehen und zu hören, da ist das Video auch und endlich auch auf Apple Podcasts beziehungsweise bei iTunes könnt ihr jetzt auch
dieses Video quasi aussehen. Das heißt, wenn ihr es nicht über YouTube irgendwie sehen könnt oder unterwegs seid und auf dem iPhone das nur hören wollt, könnt ihr das Ganze auch mit den alten Ausgaben. Also gerne da rein. Hier ein Abo dalassen, Daumen hoch, was gibt. Eure Erinnerungen an Nitro freut mich sehr, wenn ich das sehe. Bewertung, 5-Sterne-Bewertung. Danke für die 5-Sterne-Bewertung, die schon auf iTunes sind und auf Spotify. Hilft alles sehr. Teilt das Ganze und ich freue mich dann, das nächste Mal euch wieder begrüßen zu können. Es wird diese Woche kein Smackdown-Review geben, aus einem ganz einfachen Grund. Ich kommentiere und dann fliege ich in Urlaub. Ich fliege einfach mal eine Woche weg, ich fliege nach Schottland und möchte einfach meine Ruhe haben. Sag ich, ja, es ist viel gewesen die letzten Wochen, deswegen waren ja auch immer nur ein Video quasi die Woche durch die ganze Bash in Berlin Zeit, die auch schön war. Jetzt will ich echt mal entspannen. Das heißt, wenn ihr das Video seht, ist mein Koffer wahrscheinlich gepackt und ich bin auf dem Weg gerade zu SmackDown und danach ab zum Flughafen und ab nach Schottland. Da muss alles, da wird dann erstmal entspannt und vielleicht finde ich Nessie, wenn ich zu Loch Ness fahre oder wo auch immer ich da sein werde. Also, ich wünsche euch eine schöne Wrestling-Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.